Jetzt zocken wir. Hallo. Hallo, wir sind zwei Piranhas und jetzt zocken wir. Uns selber. Play yourself. Ne? Man spielt ja immer sich selber, oder? Du hast mal gesagt, ich könnte ja auch ein bisschen Urlaub von mir selbst nehmen. Urlaub von mir selbst nehmen, genau. Das heißt also, man könnte auch eine Figur spielen, die man nicht selber ist. Also was völlig anderes, ne? Als man selber ist. Wie zum Beispiel, ein Mann könnte eine Frau spielen. Oder eine Frau könnte einen Mann spielen. Das heißt, eigentlich könnte man es andersrum mal machen, mal spielen. So, ne? Oder, man kriegt sich seinen Charakter zusammen irgendwie. Ne? Groß, klein, der völlig anders aussieht als man selber. Oder man klickt sich den zusammen, der sieht dann genauso aus wie man selber. Alles habe ich schon gesehen. Na? Ja, und aber wie nah muss die fiktive Figur, die man da spielt, an unserem wirklichen Ich denn sein, damit wir das gut finden? Oder damit wir sie gut finden? Jetzt nicht nur vom Aussehen her, sondern auch vom Charakter her. Und alles irgendwie, das Gesamtpaket. Oder ist man eher tendenziell jemand anders? Lieber? Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, brauchst du in Games oft Urlaub von dir selbst oder spielst du eher immer deinen wirklichen Charakter? Und die haben Folgendes gesagt. Das müssten natürlich jetzt andere entscheiden. Ist immer schwierig, über sich selber zu sagen. Aber eigentlich versuche ich so immer so meinem Charakter entsprechend zu handeln. Also ich bin keiner, der sich so auslebt. Quasi so seine dunkle Seite oder sowas im Spielen. Oder dass ich mich ganz anders verhalte. Oh, das ist meistens so, dass ich schon Urlaub von mir selbst mache. Also ja, klar. Also als erstes versuche ich natürlich, mich irgendwie mal nachzubauen. Das freut mich natürlich auch immer. Es ist total lustig, wenn das halbwegs gut funktioniert. Aber ansonsten nehme ich auch super gerne weibliche Charaktere, gebe denen bunte Klamotten. Ich kleide mich normalerweise eher dunkler. Also gerne Urlaub von mir selbst. Mich sehe ich ja oft genug. Ich habe eine Zeit lang, extrem viel extra einen Charakter gebaut, ausgesucht, der mir überhaupt nicht entspricht. Und habe dann gemerkt, dass mir das unterm Strich gar nicht so gut tut. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Mittlerweile spiele ich mich doch lieber wieder selber. Ich spiele sogar doch häufig einen Charakter, der irgendwie zu mir passt, weil ich mich dann besser in das ganze Geschehen einfinden kann. Ich spiele eher meinen eigenen Charakter. Wenn ich einen Charakter spiele, mit dem ich jetzt nicht so wirklich, ich sag mal, relaten kann, wie man es ja so schön sagt, dann gerade bei storylastigen Spielen wird es dann schwieriger, finde ich, sich da manchmal reinzufühlen. Andererseits lernt man natürlich auch neue Ansichten und Sichtweisen kennen, was dann auch wieder cool ist. Sieht man ja auch an vielen Serien. Was es dann auch wieder interessant macht. Aber wenn ich jetzt aussuchen müsste, gerade wenn es um MMO geht oder ich eine Auswahl habe, dann nehme ich doch eher was irgendwie zu mir passt. Ja, unterschiedlich. Tatsächlich. Unterschiedlich. So, Ja. Ne? Es gibt alles so, ne? Was spielst du denn am liebsten? Ich spiele am liebsten mich selbst. Ich auch. Haben wir bei Mass Effect gemacht, ne? Das heißt, die erste Session, da gab es den Glatzkopf, der so ausgesehen hat wie ich. Und da habe ich mal einmal durchgespielt, und zwar den ersten Teil. Und dann haben wir mal zusammen angefangen und die Trilogie gespielt. Und da haben wir eine Jenny Shepard gebaut. Ja, und dann haben wir sie gespielt. Und die ist ja auch verdammt Dir verdammt so ähnlich, aus wie ich, ja. Und das fand ich richtig cool. Das heißt also, Mass Effect 1, 2, 3 haben wir als Frau gespielt. Und das war auch richtig cool. In Bezug auf Character Creator fand ich es immer ganz lustig, dass wenn Entwickler einen guten Character Creator gebaut haben, die Leute dann versuchen, die möglichst hässlichste Figur zu erstellen. Das habe ich bei mehreren Spielen gesehen. Gute Character Creator, auf jeden Fall Cyberpunk. Da gibt es unwahrscheinlich viel, was man da machen kann und auch unwahrscheinlich viel schräge Sachen, die man da machen kann. In der Vergangenheit gab es aber auch noch mehr. Die Hose, die zu klein ist, wo der Dödel rausguckt und solche Dinge. Ne? Ja, das war schon wieder eine andere Geschichte. Aber war trotzdem lustig. Natürlich ist das lustig, klar. Und es gab
in der Vergangenheit aber auch gute Character Creator, der von Mass Effect 2 und 3 war schon ziemlich Die gut. waren sehr gut, ja. Und da konnte man auch unwahrscheinlich viel lustige Sachen mitmachen. Und auch bei Multiplayer-Titeln zum Beispiel im Internet kann man sehr viel veranstalten. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Elder Scrolls Online oder da kann man auch sehr viel machen. Und da habe ich dieses Phänomen sehr häufig beobachtet, dass Leute erstmal irgendwie totalen Schindluder treiben mit ihren Charakteren. Fallout, ne? Fallout 4. Da kann man eine ganz kleine Nase machen und riesige Ohren. Und dann sieht man aus wie Dumbo mit kleiner Nase so, ne? Und kleinem Mund. Das hat's halt irgendwie mal auch so ein total beklopptes Video damit gegeben, so, ne? Hat man tatsächlich, gibt Leute, die haben da Spaß dran, ne? So solche Sachen auszureizen. Wenn das Spiel das kann, ist das auch okay. Wenn es dein Spiel ist, dann so be it. Ja. Ne? Finde ich auch völlig valide, so. Aber wie seht ihr das denn? Spielt ihr lieber euch selber? Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Spielfigur so zu gestalten, wie ihr sie selber macht, also wie ihr selber ausseht, macht ihr das dann auch? Findet ihr das cool? Oder ist euch das eigentlich egal? Das würde mich mal interessieren. Da käme man übergeleitet dann zum nächsten Schritt, nämlich die inneren Werte. Der Charakter. Ja, denn es ist ja, wie ich aussehe, ist ja im Grunde genommen dann eine Sache, aber wie kann ich denn spielen? Das heißt, wie viel Freiheit gibt mir das Spiel, den Charakter so zu spielen, wie ich gerne auch handeln würde? Das ist natürlich eine völlig andere Geschichte und hängt sehr stark auch vom Spieletyp ab und vom Spiel Genre, welche Möglichkeiten das Spiel mir da bietet. Wir versuchen immer in unseren Spielen so ein bisschen Mischding. Also die Welt ist rau, es gibt viele Arschgeigen, der Held hat eine eigene Geschichte und dennoch kannst du dich aktiv dazu entscheiden, dein eigenes Spiel zu suchen und gerade in den ganzen Dialogen und Quests zu gucken, was ist denn mein Weg, diese Sachen zu bewältigen. Wer ist mein Freund, wer ist mein Feind, wen mag ich, wen nicht und wie möchte ich damit umgehen. Und das ermöglicht dann natürlich auch wieder sehr viel Spielraum. Es gibt Spiele, die machen das noch extremer. Und es gibt Spiele, die erlauben das so gut wie gar nicht. Es gibt so Helden. Welchen Helden spielen wir denn am liebsten? Haben wir jetzt gesagt so, uns selbst spielen wir am liebsten. Das heißt also eher rechtschaffener Typ bin ich so und versuche halt mal besonders wenig Leute umzubringen, wenn es nicht sein muss und solche Sachen. Trotzdem will ich gern Held sein, also so eher so der Batman-Typ bin ich, so, ja. Oder Witcher oder sowas, ne? So, das sind halt so auch das, was am meisten vorkommt, ne? Jemand, der Menschen eigentlich hilft, ne? Und vielleicht auch ein, weiß ich nicht, Lone Wolf ist so ein bisschen, ne? Einsamer Wolf, sowas, ne? Das ist halt schon irgendwie ein Standardcharakter, der häufig vorkommt und der dann auch sehr gut angenommen wird, will ich mal sagen. So, ne? Damit ich auch mal sage, was es noch so für Dinger gibt. Es gibt zum Beispiel bei Dead by Daylight kann man den Spieler spielen. Oder die Spielerin. Oder du bist der Mörder oder die Mörderin, ne? So. Das ist ein Angsthase. Du spielst einen Angsthase. Ne? Das ist deine Figur. Du hast Schiss vor den monströsen Psychomörderinnen da, ja? Also das ist wirklich krass so. Du spielst einen Angsthase eigentlich. Ne? Das ist halt ein Jugendlicher. Dann eine junge Frau oder sowas, ja, die dann da rumrennt und vor diesen Typen wegläuft, ne? Und das ist das ist der Charakter, den du spielst. Aber wenn du die Seite der Jugendlichen spielst oder der Leute da, dann kannst du trotzdem gewinnen. Ja. Also kannst die Angst besiegen. Du kannst die Angst besiegen. So spielst aber genauso einen Charakter, ne? Jemand, der wegläuft. So, gibt tragische Figuren, ne? Wie Ellie zum Beispiel bei Last of Us, ne? Da kannst du zum Beispiel auch überhaupt nicht beeinflussen, was die für einen Charakter hat. So, ne? Da spielt man halt echt eine sehr tragische, dramatische Geschichte. Das ist etwas, was
Ja, da kann man nicht sich selber spielen. Oder vielleicht doch, wer weiß, vielleicht gibt es Menschen, die so sind, ne? Es geht mehr in Richtung interaktive Film dann, ne? Also das Gameplay jetzt nicht. Ja. Das Gameplay ist tatsächlich recht ausgewogen. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte ganz stark linear und vorgegeben. Ja. Das heißt, ja, mit sich selber spielen hat das hoffentlich wenig zu tun, dass es nicht jemand so geht wie diesen Menschen da. Ne? Oder allmächtig. Ne? Man kann auch Bruce allmächtig spielen. Das heißt, dass man sagt, okay, ich kann die Welt beeinflussen. Black and White ist so ein Beispiel. So, ne? Da spielst du halt einen Gott mit der Hand und oder Dungeon Keeper, ne? Mit der flachen Hand haust du immer deine Kreaturen. Ne? Das war bei Black and White auch so. Das war auch so, ne? Ja, und der Alltag. Das fand ich hatte irgendwie, das ist so ein seltsames Verhältnis dazu irgendwie. Dann hast du es mal ausprobiert und geguckt, ob es geht, und dann tat's dir wieder leid. Eure Kreaturen sind unzufrieden. Ne? So. Oder haben Hunger oder sowas. Da musst du dich halt kümmern. Das spielst halt Gott. So wie dieses Spiel mit Ja. mit diesen ganzen Schergen, mit der Jan gespielt hat. Overlord. Overlord, genau. Wo du dann auch irgendwie, du spielst ja auch eigentlich den die Bösen. Feuchten. Klüngelüngel. Ja. Also, es ist schon total verrückt, ne? Aber was ist das für ein Charakter? Also bösartig. Ne? Schon. Auch, ne? Ja, aber auch ein bisschen lustig. Ja, das ist lustig, richtig. Ne? Ist ja nicht echt. Kind oder ein Erwachsener? Mhm. Kannst auch mal ein Kind spielen. Mhm. Beispiel dafür, Among the Sleep. Ah, das habe ich geliebt. Da bist du ein Kleinkind, ne? Und krabbelst rum. Und krabbelst durch dunkle Zimmer, Schränke, Lüftungsschächte. Und das ist so ein Gruselspiel. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Da spielt man ein kleines Kind. Wahnsinn. Wenn man ein bisschen dafür empfänglich ist und so, wenn du dann hörst du noch irgendwie das Patschen von den nackten Füßen irgendwie, dann hat mir auch leid. Wie viel von einem selbst steckt da drin? Mehr als ihr glaubt. Ne? Also das, was da zu sehen ist, da erwische ich mich selber so ein bisschen. Ne? So ging's mir auch mal. Ne? Naja, das nächste, was wir hatten hier, hatten wir auch schon angesprochen, Mann oder Frau zu spielen. Willst du Indiana Jones spielen oder Lara Croft? Ne? Das war so Klassiker. Das war eins der ersten Frauen, die sehr populär waren als Spielercharakter. Ja. Und das war was Besonderes schon. Ne? Und viele Männer haben halt dann auch diese Frau gespielt. Oder du hast einen Perspektivwechsel. Du spielst halt ein Tier oder einen Gegenstand. Eine Maus oder ein Toastbrot gibt's auch. Du kannst ein Toastbrot spielen. Spielt man auch nicht sich selber, sondern das, wie heißt es? Ich weiß auch nicht. I am Bread. Du musst halt sauber bleiben. Ne? Wenn du auf Fußboden, dann bist du dreckig und dann bist du nicht mehr essbar und sowas. Ne? So. Ja, aber ein Character-Editor schafft doch Abhilfe, ne, vom falschen Helden, oder? Ist das Allheilmittel für alles? So? Nee, ich finde, das hat auch viel mit Gameplay zu tun. Du jetzt sagst irgendwie, du kannst auch ein Kind spielen. Da fällt mir zum Beispiel irgendwie im Zusammenhang mit I Am Bread dieses total bescheuerte Spiel ein, wo du dieses hässliche Baby spielen kannst. Und einer spielt irgendwie den Erwachsenen, der andere der das Baby-Simulator Baby. oder Ja, sowas. also echt. Ja. Wo die dann zu zweit spielen und der eine versucht immer, sich umzubringen und du musst versuchen, das aufzuhalten oder so. Was weiß ich, was sie sich da ausgedacht haben. Das ist auch also echt schräg. Und dieses Baby, das immer hat nicht viel mit der Realität zu tun, glücklicherweise. Ja, wie sieht das bei euch aus mit Selbstspielen, sich selbst spielen und so? Interessanter Punkt. Und du hast auch bestimmt noch eine Community-Frage. Ja, bestimmt. Ja, guck mal. Thief Simulator. Ist auch. Ach ja, genau, das nehme ich mal jetzt. Da hat einer geschrieben, ich lese vor: Ich kann mich an eine Folge erinnern, in der Björn eine Software erwähnte, mit der die Entwicklung dokumentiert bzw. auch koordiniert wird. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Kann mir jemand helfen? MS Project war das, Genau. glaube ich. Ja. Ne? Und das andere? Da kannst du Tetris spielen. Ne? Das heißt also, du kannst irgendwelche Tasks also Aufgabenfelder, ne? Sachen, die man, Stückarbeiten, die man so macht, ne? Entsprechend da reingeben und kannst halt die auf Leute verteilen. Dann kannst du so Tetris spielen. Du kannst Abhängigkeiten da reinmachen und siehst du so, wenn der damit fertig ist, darf der erst damit anfangen und hin und her und so. Und wie lange brauche ich dann? Und während er damit arbeitet, macht der andere dann schon mal das als Vorbereitung und. MS Project, Microsoft Project. Das ist das Produkt, was ich mal verwendet habe. Was ich auch, wenn ich so ein komplexes Strukturending habe, benutze. Und das andere, was du meinst, das ist eine Arbeitsweise,
die ähnlich funktioniert, aber sehr viel freier ist. Du schreibst alles auf kleine Post-its und klebst es an der Wand, holst das Team hin und sagst, such dir was davon aus. Das ist Scrum. Scrum. Genau. Ja. Ne? Und wir machen eine Mischung aus beiden, kannst du sagen, so als Planungsgedöns. Ja, gut. Hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Ne? Und ja, bleibt uns gewogen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö. Die fallen immer die reihenweise die Kameras aus. Das ist halt irgendwie Richtig. auch ganz schön Also, weird. So. das ist schon